Lisa liebt dich, mein Sohn. Du hast einen Heiratsantrag bekommen. Ich weiß, dass du Lisa auch liebst. Sie ist das perfekte Mädchen für dich. Ich habe ja gesagt. Sie waren glücklich. Ihr beide passt wunderbar zusammen. Du wirst heiraten, mein Sohn. Bald wirst du verheiratet sein. Herzlichen Glückwunsch. Du musst glücklich sein, Peter. Lisa ist ein gutes Mädchen. Sie liebt dich sehr. Du solltest Zeit mit ihr verbringen. Ich weiß, dass du sie auch liebst. Bitte Mama, hör mir zu. Lisa ist nicht mein Traummädchen. Was sagst du da? Warum magst du Lisa nicht? Mama, du hättest mich vorher fragen sollen. Ich mag Lisa nicht. Sie ist ein arrogantes Mädchen. Ich will sie nicht heiraten. Was? Meinst du das ernst? Du hast ihr das Leben gerettet. Ich dachte, du liebst sie. Nein, Mama, ich liebe sie nicht. Ich werde sie nicht heiraten. Sie ist ein gutes Mädchen, mein Sohn. Sie liebt dich sehr. Du solltest darüber nachdenken. Ich will nicht darüber nachdenken. Ich liebe Lisa nicht. Ich liebe jemand anderen. Ich werde sie heiraten. Das kannst du nicht tun. Ich habe mit Lisas Mutter gesprochen. Sie ist meine beste Freundin. Du hättest mich fragen sollen, Mama. Ich werde mit Lisa reden. Ich werde ihr die Wahrheit sagen. Wer ist dieses Mädchen? Ich will sie kennenlernen. Ich will deine Wahl sehen. Ist sie besonders? Wo wohnt sie? Ist sie reich oder arm? Ich kann es dir jetzt nicht sagen. Ich sage es dir später. Peter, ich will dieses Mädchen kennenlernen. Wer ist sie? Du musst mir von ihr erzählen. Es tut mir leid, Mama, du musst warten. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, dir von ihr zu erzählen. Peter, du kannst nicht einfach so gehen. Du musst mir von ihr erzählen. Verdammt, Peter. Ich muss herausfinden, wer dieses Mädchen ist. Du kannst mich nicht so im Stich lassen. Schwester, ich möchte den Regen mit dir genießen. Ich bin heute so glücklich, Clara. Ich liebe diesen Regen. Er tut mir gut. Ich bade auch gern im Regen. Ich liebe diesen Regen. Ich liebe das Geräusch und den Duft. Ich will irgendwohin fahren. Ich sollte Peter anrufen. Hallo Peter. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Und dir? Ich vermisse dich so sehr, Peter. Ich will dich sehen. Wir können irgendwohin fahren. Ich bin heute so aufgeregt. Es tut mir leid, Lisa. Ich kann jetzt nicht kommen. Warum weist du mich ab? Warum tust du das? Wir werden bald heiraten. Du weißt, ich liebe dich sehr. Hör mir zu, Lisa. Ich will dein Herz nicht brechen. Aber Ich will nichts hören. Kommst du oder nicht? Ich liebe dich sehr, Peter. Du verletzt mich gerade. gut, ich komme. Ich muss mit dir reden. Ich liebe Sarah. Ich muss ihr bald einen Antrag machen. Ich darf sie nicht verlieren. Lisa ist nicht meine Wahl. Ich muss sie treffen und ihr die Wahrheit sagen. Oh Gott, hilf mir. Ich bin verzweifelt. Was soll ich jetzt tun?
Danke, dass du gekommen bist. Ich bin so glücklich, dich hier zu sehen. Komm mit mir, Peter. Es ist so ein schöner Tag. Peter, ich liebe dich sehr. Ich weiß, dass du mich auch liebst. Peter, lass uns eine lange Fahrt machen. Wir essen ein Eis. Ich will den ganzen Tag mit dir verbringen. Was sagst du? Lisa, kannst du bitte einen Moment warten? Ich möchte dir etwas sagen. Ja, Peter, ich höre. Was ist los? Du bist ein gutes Mädchen, Lisa. Ich hoffe, du wirst meine Situation verstehen. Eigentlich möchte ich dir etwas Wichtiges sagen. Was? Was willst du mir sagen? Ich fühle mich gar nicht wohl. Lisa, ich liebe dich nicht. Das darf nicht wahr sein. Machst du Witze? Es tut mir so leid, Lisa, ich mache keine Witze. Das ist die Wahrheit. Ich liebe dich nicht. Warum, Peter, warum? Bin ich kein schönes Mädchen? Du bist ein schönes Mädchen. Aber ich liebe jemand anderen. Was? Du liebst jemand anderen? Wer ist sie? Das kannst du nicht. Wer ist dieses Mädchen? Ich will sie kennenlernen. Du musst mir von ihr erzählen. Es tut mir leid, ich kann dir nichts von ihr sagen. Ich hoffe, du verstehst. Auf Wiedersehen, Lisa. Ich muss jetzt gehen. Ich kann dich nicht heiraten. Nein, Peter. Du darfst mich nicht verlassen. Ich liebe dich sehr. Bitte, tu das nicht. Ich kann nicht ohne dich leben. Ich bin verliebt. Es tut mir leid, Lisa, du kannst mich nicht zwingen. Du verdienst jemanden Besseren als mich. Pass auf dich auf. Hab einen schönen Tag. Nein, bitte, nein. Halt, Peter. Du darfst niemand anderen lieben. Wer ist dieses Mädchen? Du gehörst nur mir, Peter. Zuerst hat mich Mark betrogen. Und jetzt willst du mich nicht heiraten. Du darfst mich nicht verlassen. Ich werde dich aufhalten. Ich komme, Peter. Das kannst du mir nicht antun. Peter, kannst du mir bitte zuhören? Ich liebe dich wirklich. Wir werden glücklich sein. Bitte, Lisa. Werde endlich erwachsen. Lisa, kannst du mich hören? Mach die Augen auf, Lisa. Oh Gott, sie blutet so stark. Ich muss sie ins Krankenhaus bringen. Bitte, Doktor, retten Sie sie. Sie hat stark geblutet. Sie ist die Treppe hinuntergestürzt. Keine Sorge, ich untersuche sie sofort. Wir haben den Regen sehr genossen, Mama. Ich werde wieder im Regen baden. Du könntest dich erkälten, Liebling. Du solltest deine Kleidung wechseln. Mach dir keine Sorgen, Mama. Alles ist perfekt. Wie geht es ihr jetzt? Ist sie außer Gefahr? Sie ist außer Lebensgefahr. Sie können sie sehen. In 2 Stunden dürfen Sie sie mit nach Hause nehmen. Vielen Dank, Doktor. Lisa, wie fühlst du dich jetzt? Es geht mir nicht gut. Du hast mich verlassen, Peter. Bitte, Lisa, sei nicht so hart zu dir selbst. Du bist ein gutes Mädchen. Du musst auf dich aufpassen. Ich liebe dich, Peter. Bitte verlass mich nicht. Ich kann nicht ohne dich leben. Lisa, ich habe dir schon so oft gesagt, dass ich eine andere liebe.
Bitte versuch, meine Lage zu verstehen. Du kannst mich nicht zwingen. Wer ist dieses glückliche Mädchen? Ich will sie kennenlernen. Es tut mir leid, Lisa, ich kann dir nichts über sie sagen. Werd bald wieder gesund. Deine Mutter kommt gleich. Ich habe ihr Bescheid gegeben. Kenne ich dieses Mädchen? Wie heißt sie? Ich will es wissen. Ich kann es dir nicht sagen. Bitte, zwing mich nicht. Bitte Peter, sag mir, wer sie ist. Ich werde dich nie wieder ärgern. Ich verspreche es. Meinst du das ernst? Ich hoffe, du sagst die Wahrheit. Ja, Peter, ich meine es ernst. Wer ist sie? Sie heißt Sarah. Ich liebe sie sehr. Sie ist mein Traummädchen. Ich werde ihr bald einen Antrag machen. Was? Du liebst unsere Haushälterin? Sie ist ein armes Mädchen. Das ist mir egal. Ich liebe sie. Ich werde sie heiraten. Ich hoffe, du hast es verstanden. Bist du verrückt geworden? Deine Wahl ist furchtbar. Benimm dich, Lisa. Dein Verhalten ertrage ich nicht. Peter, was geht hier vor? Warum schreit ihr so? Was ist passiert? Mama, Peter liebt mich nicht. Er will mich nicht heiraten. Was? Das darf nicht wahr sein. Seine Mutter hat um deine Hand angehalten. Es tut mir leid, ich werde mit meiner Mutter sprechen. Sie weiß nichts von meiner Wahl. Ich will dein Gesicht nicht mehr sehen. Verschwinde. Meine Tochter ist kein Spielzeug. Du hast ihr Herz gebrochen. Sie liegt wegen dir im Krankenhaus. Ich liebe deine Tochter nicht. Sie zwingt mich. Ich möchte nicht mehr mit dir reden. Ich werde mit deiner Mutter sprechen. Einen schönen Tag noch. Ich muss jetzt gehen. Mama, ich liebe Peter. Ich kann nicht ohne ihn leben. Sei tapfer, mein Schatz. Er liebt dich nicht. Ich liebe dich, Peter. Wann wirst du mir einen Antrag machen? Ich kann nicht mehr warten. Ich bin so glücklich, dich in meinem Leben zu haben. Ich weiß, dass du mich liebst. Schwester, du wirkst so glücklich. Was ist der Grund? Es war der schönste Tag meines Lebens. Denkst du an Peter? Clara, wovon redest du? Früher warst du nicht so glücklich. Darf ich den Grund wissen? Seit du Peter kennengelernt hast, bist du fröhlich. Peter ist ein guter Junge. Er mag dich. Du bist sehr klug, Clara. Liebst du Peter? Ja, ich liebe ihn sehr. Er liebt mich auch. Was? Wie konntest du das zulassen, Sarah? Peter ist ein reicher Junge. Wir sind arm. Mama, ich liebe ihn sehr. Er liebt mich auch. Bald wird er mir einen Antrag machen. Er ist ein guter Junge, Mama. Sei still, Clara. Du bist noch ein Kind. Sarah, du kannst Peter nicht heiraten. Er ist sehr reich. Seine Mutter wird dich nicht akzeptieren. Du musst in deinen Grenzen bleiben. Ich will dich nicht verlieren, mein Schatz. Er meint es ernst mit mir, Mama. Er wird seine Mutter überzeugen. Ich sorge mich nur um dich, Sarah. Sie sind reiche Leute. Sie können alles tun. Ich liebe dich so sehr, mein Schatz. Ich habe meinen Mann verloren. Ich will dich nicht auch noch verlieren. Mama, Peter liebt mich sehr. Du solltest ihn einmal kennenlernen.
kann Peter nicht vergessen. Ich will ihn heiraten. Du musst ihn vergessen. Er liebt dich nicht. Peter liebt ein armes Mädchen. Was? Kennst du dieses Mädchen? Ja, Mama. Er liebt Sarah. Er liebt unsere Haushälterin. Was? Er liebt Sarah? Das darf nicht wahr sein. Sie ist ein armes Mädchen. Sarah ist ein raffiniertes Mädchen. Sie hat Peter in eine Falle gelockt. Ich glaube, sie benutzt ihn. Ich habe Sarah so viel geholfen. Sie will dein Glück zerstören. Das werde ich nicht zulassen. Mein Schatz, du brauchst nicht traurig zu sein. Peter wird dich heiraten. Sarah kann dir deine Liebe nicht wegnehmen. Sie hat mich verraten. Du kannst nichts machen. Peter liebt sie sehr. Bald wird er Sarah einen Antrag machen. Das wird nicht passieren, mein Schatz. Ich werde mit Peters Mutter sprechen. Sarah kann hier nicht mehr arbeiten. Ich werde sie feuern. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.